Berlin ist so verdammt groß, laut und chaotisch. Es gibt 1000 Dinge, die man als junger Mensch tun könnte oder vielleicht auch müsste. Gerade jetzt, wo die Welt völlig auf dem Kopf steht. Klimakrise, struktureller Rassismus, Corona, die Revolution im Iran, Machtlosigkeit. Ein Gefühl, das dabei immer wieder aufkommt. Auch bei mir. Doch dann begegnet man dieser einen Person, die einen inspiriert. Die einem Mut gibt. Vielleicht auch neue Blickwinkel aufzeigt. Heute treffe ich diese eine Person, die auch mich inspiriert hat. Nämlich Ozan Zakaria Keskin Kılıç. Er ist Autor und Politikwissenschaftler. Ich bin Betül und das ist die erste Folge vom Blickwinkel. So, kannst du dich vielleicht kurz einmal für die Leute vorstellen und vielleicht so mit 3 Hashtags, die dir einfallen? Rassismusforschung, Queer, Lyrik. Fällt dir eine Sache ein, die du in Berlin schon immer mal machen würdest, aber noch nie geschafft hast zu machen? Ich habe Berlin noch nie auf dem Wasser kennengelernt, also Spree. Und es gibt ja auch Schiffe, glaube ich, auch die hier so rumfahren. Vielleicht sollte ich das mal sehen. Vielleicht gibt mir das auch noch mal ein anderes Gefühl für die Stadt, für die Vernetzung auch der Stadt. Weil ich bin ja ein krasser U-Bahn-Fahrer so. Ich kenne ganz viel so, was sich unter der Erde abspielt. So wie komme ich so von einem Fleck zum nächsten, so von unten herab, von unten nach oben. Mein Lyrikband, was ja letzten Monat, ist das schon letzten Monat, vor 1-2 Monaten jetzt erschienen ist, habe ich ja auch Prinzenbad genannt. Ja. Nach diesem Schwimmbad. Wenn ich außerhalb von Berlin lese, heißt es immer, warum heißt dein Buch Prinzenbad, was ist das? Hier fragt natürlich niemand. Oder Menschen, die Berlin kennen. Ich habe das Gefühl, viele verbinden so ganz viel so mit diesem Ort, vor allem den Kreuzbergerinnen und Kreuzberger. Und das war für mich ganz was Besonderes in diesem Schwimmbad. Gedichte zu schreiben. Es ging auch viel so um eine queere Perspektive auch. Aber vielleicht sollte ich mir das so auf so eine To-Do-Liste setzen. Alle Schwimmbäder und alle Hallenbäder so einmal zu durchschwimmen. Ja. Du hast ja diesen Ort hier ausgesucht. Magst du vielleicht einmal sagen, warum du dir den ausgesucht hast oder was der Ort vielleicht auch für dich bedeutet? Wir haben uns ja schon vorhin so ein bisschen hier rumbewegt und waren ja auch essen um die Ecke hier in Neukölln. Das war so ein Ort, den ich ganz früh kennengelernt habe, als ich hergezogen bin aus Wien. Ich hatte erst in Wien studiert, bevor ich dann für meinen Master auch nach Berlin gekommen bin. Das war auch ein Ort, an dem ich mich sehr stark auch politisch engagiert habe, in verschiedenen Initiativen und Vereinen. Und eine solche Initiative, die mir sehr viel bedeutet hat, war die Salam Shalom Initiative, die ja auch so ihren Ursprung in diesem Viertel gefunden hat, Neukölln, weil es sehr stark auch darum ging, wie laufen diese medialen und politischen Debatten ab, wenn es um Neukölln geht, als so ein Ort, der migrantisiert ist und der viel stigmatisiert wird, wo es viel um so ein Bedrohungsszenario geht gegenüber arabisch gelesenen Menschen, Araberinnen, Musliminnen und so weiter. So als so eine Art No-Go-Area für alle möglichen Gruppen, die hier nicht sicher wären an diesem Ort. Das hat mich sehr stark beschäftigt mit vielen anderen. Wie begegnen wir dem und welche neuen Formen auch der Allianzen, Solidaritäten bilden wir eigentlich in diesem Viertel und welches Signal senden wir auch aus Neukölln heraus, auch in andere Ecken, weil es jetzt nicht nur darum geht, was spielt sich hier in Neukölln ab, ne, sondern auch sich mit anderen Orten verbinden zu können, ja, und auch mit anderen Menschen verbinden zu können. Das heißt, wir haben ganz viel gesucht nach Solidaritäten zwischen muslimischer Community, jüdischer Community, schwarzer Community und auch diesem Ganzen auch eine intersektionale Dimension zu geben, zu sagen, wie durchbricht man diese Strategien, die nicht nur rechte Strategien sind, ja, sondern ein Teil wirklich auch so einer alltäglichen Sprachkultur, wie sich Misstrauen äußert. Und was das für einen Einfluss hat auf Nachbarschaften zum Beispiel. Ich denke auch an solche Dinge wie Schikane, auch durch Polizeibeamte, die Razzien, die durchgeführt werden in Shisha-Bars, vor allen Dingen auch gegen sogenannte Clankriminalität. Also wir sehen immer wieder, dass Gewalt und Probleme immer ethnisiert werden, immer auch rassifiziert werden. Es geht immer darum, das zu verlagern auf eine bestimmte Minderheit, die Sündenbock sein soll, um alle anderen zu entlasten. Und
da bietet Neukölln halt eine riesige Projektionsfläche, all das hier abzuladen. Und gleichzeitig ist das aber ein Ort, in dem sich etwas anderes eben auch abbildet, nämlich eine Gegenwehr, eine widerständige Form. Du bist ja aber auch Politikwissenschaftler. Was denkst du, was kann Lyrik und Kunst, was vielleicht das Wissenschaftliche nicht kann? Ich bewege mich ja erst seit wenigen Jahren so in diesem lyrischen Feld, auch wenn ich früh eine Neugier hatte und viel auch geschrieben habe. Ich habe das nie in der Form publiziert, sondern wenn ich so Schreibtätigkeiten und sowas hatte, das war am Anfang immer wissenschaftlich. Darüber bin ich reingekommen. Das hat mir eine Sprache gegeben. Das war auch wichtig für mich, weil ich wollte Rassismus verstehen. Ich wollte Rassismen verstehen. Das war wichtig für mich, die Sprache zu finden da drinnen, mich auch zu artikulieren da drin, mich zu bewegen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich komme irgendwie nicht mehr so weiter, weil es so eine Art Grenze auch gab in diesem oder auch gibt in diesem disziplinären Feld, in dem man sich bewegt, auch in Akademia, in der Wissenschaft. Das hat mich schon lange genervt und langweilt mich auch sehr stark, weil ich interessiere mich auch für dieses biografische Schreiben zum Beispiel ganz stark, für das Künstlerische, für das Lyrische. Und dann war die Frage, was macht ein anderes Schreiben möglich? Von mir als Politikwissenschaftler oder Rassismusforscher wird natürlich erwartet zu erklären. Aber im Lyrischen und Künstlerischen kann ich mich über das hinaus anders bewegen. Ich muss nicht erklären, ich kann Dinge offen lassen. Ich kann spielen mit der Sprache. Ich kann neue Wirklichkeiten bilden. Die müssen keinem Prinzip oder so gerecht werden, sondern es bildet seine eigenen neue Regeln. Und das hat mich sehr befreit. Wen hast du als junger Mensch bewundert? Oder wer waren so deine Abe Ablas, zu denen du aufgeschaut hast vielleicht auch? Ich habe immer bewundert und bewundere bis heute meine Großmutter. Das ist so eine Person, die ich mit ganz viel Stärke und Würde und Kraft zu verbinden. Das war schon immer so. Immer wenn wir in die Sommerferien geflogen sind nach Adana in die Türkei und wir dann dort in Mahalle waren und mein Großvater Allah Yarhamu ist früh verstorben. Das heißt, ich habe ihn gar nicht so sehr kennengelernt, aber meine Großmutter habe ich sehr stark immer in Erinnerung dann und diese Sehnsucht auch zu ihr. Und sie ist so ein Mensch, die ihr Ding macht. So dieses, du schaust sie an und ich sehe das auch, wenn ich auf Fotografien gucke. Ich habe so ein paar Lieblingsfotos von ihr auch, die dann zu Hause sind und ich brauche nur einmal dieses Foto anzugucken. Ich muss ihr nur so einmal in die Augen blicken und ich spüre das direkt, diese Atmosphäre und dann denke ich jedes Mal, wenn ich groß bin, dann will ich so sein wie meine Großmutter. Ja. Und diese Stärke, das auch nicht nur, also es geht nicht nur um die Stärke für einen selbst, sondern es ist auch eine Stärke für andere sozusagen. Ne? Zu wissen, ich kann gehalten werden, ich werde verstanden und auch viele Witze reißt sie immer wieder und das ist auch so eine Besonderheit, den Ernst des Lebens verbinden zu können mit so einem humorvollen Blick, auch eine Art Selbstironie und dafür bewundere ich sie sehr, sehr stark. Da geht es viel auch um Sprache. Was mir gefällt in Neukölln ist, dass ich viel Türkisch und viel Arabisch auch höre, weil Arabisch hat mich immer begleitet in meiner Kindheit, weil meine Großmutter hat immer auch Arabisch gesprochen, weil unsere Community dort ist eine arabische Community, eine arabischsprachige Community in der Türkei. Die hat dieses Archiv weitergetragen an die nächste Generation und erzählt. Und diese Erzählungen, ne, was gehört alles zu uns und ich liebe solche Geschichten und ich liebe auch solche Lieder, Gesang. Ne, im Wohnzimmer, in Mahalle, daran erinnere ich mich noch und ich habe auch Aufnahmen von meinem Großvater. Diese Lieder, die sind selbst ein Gedächtnis. Die Lieder da geht es nicht einfach nur um Amüsement oder sowas, sondern die Lieder erzählen ganz viel. Die erzählen ganz viel Kulturelles, die erzählen ganz viel Community. Dieses Gefühl möchte ich meinem Kind auch mitgeben und dass sie das vor Ort zum Beispiel auch erleben kann und daraus auch eine Kraft für sich schöpfen kann. Und ich hoffe, dass meine Großmutter auch ihr Vorbild sein wird. Ja, voll. Auch voll süß. Meinst du, dass Widerständigkeit im arabischen oder im türkischen, politischen Widerstand meine ich, im Arabischen und der Türkischen besser ausdrücken als im Deutschen? Boah, das ist eine richtig gute Frage. Das ist eine sehr tiefe Frage, auch, die ich gerne mit vielen anderen auch diskutieren würde, die noch viel stärker in diesen Sprachen verankert sind, als ich es bin zum Beispiel. Ja. Weil für mich ich habe mich als Kind immer geschämt, Türkisch zum Beispiel zu sprechen, weil das war eine Sprache, es war nicht schick. Ja.
Wenn man das gesprochen hat, dann kamen immer Kommentare von überall. Es gab wenig Menschen, die was anderes als Deutsch gesprochen haben in diesen Dörfern, in denen wir aufgewachsen sind, meine Geschwister und ich. Es war halt mit Angst und Scham einfach auch verbunden. Und man hat sich sehr fest an das Deutsche auch gekrallt, weil das sozusagen ein Zugang war, sich zu verteidigen in derselben Sprache, in der du zum Beispiel angegriffen wirst oder wo dir Legitimation abgesprochen, Existenzrecht und sowas abgesprochen wird, Zugehörigkeit abgesprochen wird. Aber ich habe immer mehr Sehnsucht nach diesen anderen sprachlichen Formen auch der Widerständigkeit. Und deshalb setze ich diese Fragmente auch in meine Gedichte auch ein. Die sind nicht in der Hinsicht 100% deutsch, in Anführungszeichen. Ich glaube sowieso nicht an diese Reinheit der Sprachen oder so. Also wo fängt man da an, wo hört man da auf? Voll. Aber das ist für mich wichtig, diese Sprachbezüge mit einzunehmen, so wie alltäglich. Ganz oft, wenn ich mit anderen Freundinnen und Freunden spreche, die auch mehrsprachig aufgewachsen sind, wir kombinieren die Wörter, die Sätze, wir erfinden neue Kombinationen. Das ist was Schönes, was Besonderes. Und das versteht auch nicht jeder Mensch. Voll, so, ne? Das stimmt. Und das ist so, das ist was Cooles auch, zu sagen, meine Großmutter ist zum Beispiel Nenne und die existiert für mich nur als Nenne und nicht als Großmutter, nicht als Oma oder als Omi. Das funktioniert für mich nicht. Und ich wünschte, ich könnte andere Sprachen so gut sprechen, wie ich Deutsch sprechen kann, um das auf eine andere Ebene heben zu können. Ja, das kenne ich auch sehr oft im politischen Kontext, ne, gerade. Ja, stimmt. Mich beschäftigt ganz viel so die Intersektion von Rassismuserfahrungen, Queerness und Adultismus, also die Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, weil ich immer merke, wie unzugänglich BIPOC-queere Räume sind oder queere Räume an sich, wie man diese vielleicht zugänglicher machen kann oder ob du überhaupt glaubst, dass sie unzugänglich sind und genau, was so deine Gedanken dazu sind. In ganz vielen Gedichten, die ich geschrieben habe für diesen Band, auch in Prinzenbad, war Thema Kindheit, Jugend ganz zentral, weil ich mich schreibend auch erinnert habe nochmal an meine eigene Kindheit, an meine Jugend. Was bringe ich eigentlich mit in die Gegenwart? Wie gucke ich von heute nochmal zurück, auch auf mich? Klar, wer wäre ich geworden, wenn es diese Problemlagen nicht gegeben hätte? Das Problem von Adultismus ist eines, das Problem von Sexismus, dann gibt es viele andere Ismen, Sexismus, Queerfeindlichkeit, Antisemitismus und viele andere auch. Wer wären wir geworden, wenn wir damit nicht hätten kämpfen müssen? Und die Frage können wir nicht beantworten so richtig, weil es sich ja um eine fiktive Form von Gesellschaft, eine Vorstellung handelt. Und es gibt einen Begriff von Michel Foucault, dem französischen Philosophen, den ich ganz wichtig finde in dem Zusammenhang, wenn es um Körper, um Räume, auch politische Bedürfnisse und so etwas geht, dann ist es der Begriff der Heterotopie. Und das bedeutet, übersetzt aus dem Lateinischen, andere Räume. Und queere Räume könnte man in so einer Logik auch begreifen als Heterotopien, in denen etwas möglich scheint, was woanders nicht möglich ist. Was braucht es für Räume, in denen marginalisierte Menschen sein können? Und wie würden sie denn eigentlich sein? Wie prägen wir die Räume und wie prägen die Räume auch uns dann nochmal anders herum? Und gleichzeitig muss jeder Raum sich selbst nochmal befragen, nach innen herein blicken. Nur weil es sich um einen queeren Raum oder um einen antirassistischen Raum, rassismuskritischen Raum oder BPOC-Raum und so weiter handelt, heißt nicht, dass er in jeder Form alles auf dem Schirm hat, jetzt einmal so ausgedrückt. Wie schwierig ist es auch für queere Muslime Platz zu finden? Ich stelle mich zum Beispiel ganz oft vor als diesen Raum, mich selbst, mein Körper als eine bestimmte Form der Heterotopie. Und ich bewege mich durch die anderen Räume. Ich bin der Raum. Das ist ein Bild, das mir viel Kraft gibt, viel Mut auch macht. Ja, danke schön. Ist das auch, meinst du, es ist eine Art von Empowerment, dieser Raum auch selber zu sein? So, weil wir kennen ja Empowerment-Räume, die dann eben für diese marginalisierten Gruppen angeboten werden. Ne? Ja, und es ist eine Kombination aus denen. Wir lernen das auch in diesen Empowerment-Räumen. Wir kennen das ja alle, dass uns im Nachhinein einfällt, wieso habe ich das nicht gesagt? Oder wieso unter der Dusche. Ja, genau. Wo es schon vollkommen zu spät ist und man wird sauer auf sich selbst. Ja. Ich kenne das ganz oft. Und in dem Moment kann man greifen, ohne sich irgendwie selbst schlecht zu machen oder so, sondern in dem Moment können wir lernen, das zu üben und zu praktizieren, zu gucken, wie mache ich es vielleicht wann anders, weil das ist die Chance, das ist die Kraft auch in diesem Theaterstück eigentlich, auch weil Gesellschaft ist so eine Art des Theaterstücks ohnehin. Wir können das auf eine andere Ebene heben und uns trainieren und können gucken, wenn mir das wieder passiert, dass ich queerfeindlich angegriffen werde oder dass jemand einen sexistischen Kommentar macht, dann kann ich vorbereitet sein. Ich kann mir
Handlungsmöglichkeiten erarbeiten mit vielen anderen, auch in einem Kollektiv. Und dann gehen wir raus aus dem Raum und tragen das würde ich sagen, wir tragen das in uns. Das, was wir kollektiv erarbeitet haben, tragen wir weiter. Und dann bewegen wir uns sofort. Und das, das ist eine große, starke Methode in diesen Empowerment-Räumen. Den Raum zu verlagern und dann mitzunehmen. Dann sind wir nicht mehr so allein. Das fängt da in dem Moment erst so richtig an, weil wir weitergehen und uns neu entdecken und neu behaupten dann. Ja, danke. Stimmt, ja. Wir sind jetzt leider schon bei der allerletzten Frage. Und zwar, welche Frage wolltest du schon immer mal gestellt bekommen und willst sie jetzt gestellt bekommen? Was macht dich glücklich? Das fände ich eine schöne, Und was macht dich Frage. glücklich? Und ich muss es direkt beantworten. Wenn du möchtest. Mich machen Dinge glücklich wie gutes Essen. Mich macht glücklich, Feiruz zu hören, die Fotos meiner Großeltern zu sehen, mit denen zu sprechen. Es gibt ganz viele Dinge, die mich glücklich machen. Und ich habe den Eindruck, wenn wir mehr darüber sprechen würden, was uns glücklich macht, dann, also wir können daraus ganz viel auch lesen und hören. Und was uns vielleicht auch daran erinnert noch einmal, was bei uns gefehlt hat oder was vielleicht die ganze Zeit da war. Diesen Perspektivwechsel, den finde ich schön. Ja, es kann so banal sein, aber wer darf glücklich sein? Vielen, vielen Dank, dass du da warst und danke auch für das Interview. Das war sehr schön, vielen Dank fürs danke Gespräch. auch. Ich fand es total schön, heute mit Zakaria darüber zu sprechen, was seine Perspektiven vor allem auf Lyrik und auf Wissenschaft sind. Und vor allem auch seine Art zu antworten und Fragen in den Raum zu werfen. Fragen, die uns wahrscheinlich noch einige Zeit beschäftigen werden. Fragen, über die ich heute auch noch nachdenke. Und ich freue mich auch sehr, die nächsten Blickwinkel-Formate mitmoderieren zu dürfen und neue Perspektiven auf das, was heute gesagt wurde, aber auch auf andere Themen zu lenken. Und bis dahin, ciao.